Mauer bauen, ausschachten, Schotter einbauen, Split einbauen, abziehen, dann Pflaster legen, mal Keramikplatten in Beton legen. Also die Idee ist ja schon mal genial, eigentlich zu sagen, ich entlaste den Körper gerade da an Zonen, wo ich sonst schnell Probleme bekommen kann. Ne? Also wenn man die ganze Zeit kniet und sich nach vorne wieder aufsteht und so, die ganze Zeit dieselbe Bewegung. Wenn ich das jetzt nicht anhab, merkst du halt schon, dass du dich verhoben hast oder deine Muskulatur jetzt überanstrengt wurde oder sowas. Das ist immer in meinem Auto und wenn ich weiß, hey, jetzt habe ich gleich die Arbeiten zu machen, dann ziehe ich dann. Ich war wirklich schnell positiv überrascht, wo ich das erste Mal anhatte. Fette Steine heben, Garageneinfahrt pflastern, das ist genau das, was man im Gartenbau so alles machen muss. Und das schauen wir uns heute mal bei unserem Kunde Annen an. Viel Spaß! Wir sind ein Gartenlandschaftsbau- und Tiefbauunternehmen, haben ungefähr 20 Mitarbeiter. Wir fangen schon an bei den Ausschachtungen für Häuser, Fundamentierung von Häusern, dann die Verfüllarbeiten, auch Isolierarbeiten, Renovierung von Isolierungen und Dämmungen von Häusern und dann natürlich auch die Außenanlagen dann dazu, die Gartenbausachen bis hin zur Pflege dann nachher. Also im Prinzip alles, was außerhalb von dem Haus ist, wird von uns abgedeckt. Was habt ihr denn so für tägliche Herausforderungen bei euch im Beruf? Mehr Pflastern, Garageneinfahrten, Terrassen, wir bauen Mauern, wie man jetzt hier sieht, ausschachten, Schotter einbauen, Split einbauen, abziehen, dann Pflaster legen, mal Keramikplatten in Beton legen, L-Steine setzen, Stufen setzen, alles was im Garten drumherum gemacht wird. Und mir macht es halt Spaß, auch wenn man so Arbeitskollegen hat, die jetzt fleißig am Arbeiten sind. Wenn man so Arbeiten macht, das ist ja auch Steine, Betonsteine, die schwer sind. Wenn man da den ganzen Tag mal so dran ist und Mauern baut, dann merkt man das abends, dass der Körper ein bisschen ausgelaucht ist. Dann weiß jeden, der auf dem Bau schafft, da macht man daheim auch nicht mehr viel. Morgens muss man wieder aufstehen, da hat man immer noch Rückenschmerzen und man weiß, man macht die ganze Arbeit nochmal. Wir sind ja jetzt heute hier, weil ihr ein Produkt von uns einsetzt. Erzähl mal was darüber. Neue Exoskelett haben wir im Einsatz, haben uns da vor einem Jahr mal dazu entschieden. Und die benutzen wir halt jetzt auch regelmäßig auf den Baustellen, gerade bei schweren körperlichen Arbeiten. Ich meine, das ist so ein Baustein, der noch dazu ist, um die Mitarbeiter wirklich ein bisschen zu entlasten bei der ganzen Sache. Wir haben halt auch gerätetechnisch alle möglichen Hilfsmittel, Vakuumheber oder sonstige Klammern für alles Mögliche auch noch und dementsprechend ohne diese reine körperliche Arbeit zu tätigen. Aber manchmal geht es halt auch nicht ohne und da helfen halt auch Exoskelette bei der Sache. Bei schweren Arbeiten ganz hilfreich für die Rückenstabilisierung und sowas. Mit dem Heben zum Beispiel Pflaster legen, so L-Steine setzen oder wie jetzt hier mit der Mauer. Da ist halt schon gut, gerade vom Heben her und so. Das hilft mir bei der schweren Arbeit von den Steinen tragen oder von Säcken oder von Schaufeln, von Pflastern, für meinen Rücken zu entlasten. Und ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht davon. Ich bin abends nicht mehr erschöpft und ich habe auch keine Rückenprobleme damit. Und es ist halt wesentlich leichter vom Tragen her, als wenn ich es nicht anhabe. Jetzt habe ich mal das Exoskelett ausgezogen. Jetzt kann ich mal einen Stein setzen ohne Hilfsmittel, ohne alles. Erstmal ist der Gang schon ganz anders. Merkt man vielleicht. Ich habe jetzt richtig gemerkt, beim Setzen, dann zieht es direkt im Rücken, weil ich ja keinen Halt habe, weil ich die Bewegung ja ganz anders mache. Mit dem Exoskelett habe ich die Bewegung und es stützt mich im Rücken und hält auch. Und so habe ich das nicht und ich brauche mich nur falsch zu drehen. Und mit so einem Gewicht in der, weiß jeder, das fängt direkt oben der Halswirbel bis unten an und drückt. Und das hat man durch das Exoskelett nicht. Ich merke jetzt wirklich bei einem Stein schon, dass ich hinten im Rücken ein Ziehen habe, nur weil ich mich nicht richtig bewegen tue. Weil ich diese Haltung nicht habe, die mir das ermöglicht. Wir stehen hier auf dem Hauptfriedhof in Hermeskeil. Unser Auftrag besteht darin, den Friedhof zu erweitern, zu erneuern. Heute sind wir hier, haben die Grabeinfassungen gesetzt. Die besteht hier aus Beton-Tiefbordsteinen. Zu solchen Tätigkeiten habe ich es persönlich tatsächlich hier immer an. Gerade wenn es um Bewegungen geht, sich nach unten zu bücken oder etwas aufzunehmen, ist das schon sehr praktisch und rückenschonend und nimmt einem einfach die Belastung. Nicht nur in dem einen Moment, sondern auch den Nachmittag danach noch. Ich wollte es nicht mehr missen. Also verwendest du es wie ein Tool quasi? Wie ein Tool, genau. Ja. Das ist immer in meinem Auto. Und wenn ich weiß, hey, jetzt habe ich gleich die Arbeiten zu machen, wo ich was schwer heben muss, auch so was hier wie in die Tiefe, die Randsteine nach unten in den Boden setzen, dann ziehe ich dann. Wenn man Pflasterflächen lädt, also wenn man die ganze Zeit kniet und sich nach vorne wieder aufsteht und so, die ganze Zeit dieselbe Bewegung. Sie haben ein paar Rückenschmerzen, sagen wir mal so. Da hat man viele Beschwerden. Also wenn wir jetzt beispielsweise eine steile Schräge haben oder eine große Fläche, wo wir die ganze Zeit bücken und aufstehen, da
brauchen wir halt viel, weil es dann direkt auf den Rücken geht oder so. Wir machen ja oft ein Zusammenspiel mit zwei Kollegen, dass einer sich hinkniet und legt nur die Steine. Und in dem Moment ist er ja ständig in dieser Position, dass er den Rücken überstreckt. Und wenn einer die beigibt, die Steine, und ich lege die jetzt rein, in dem Moment macht es auf jeden Fall am meisten Sinn. Also die Idee ist ja schon mal genial, eigentlich zu sagen, ich entlaste den Körper gerade da an Zonen, wo ich sonst schnell Probleme bekommen kann. Ne? Wenn ich da jetzt natürlich was dafür unternehmen kann, dass ich meinen Rücken nicht so krass an gewissen Stellen belaste, dann ist das natürlich ein Mehrwert, den ich mit Sicherheit in 10, 20 Jahren irgendwo zu spüren bekomme. Ne? Der Wink kam von einem Mitarbeiter und dann waren wir noch auf der Galabau in Nürnberg gewesen. Da wurden die von euch auch ausgestellt und daraufhin wurde der Kontakt dann aufgenommen und dann noch die Anschaffung getätigt. Ich will ja daheim auch mal noch was machen oder mal vielleicht nichts machen und einen entspannten Tass Kaffee trinken und nicht mich da auf die Couch quälen und nachts aufwachen und man kann sich nicht bewegen. Man ist halt schon fitter, sag ich mal. Wenn ich das jetzt nicht anhab, merkst du halt schon, dass du dich verhoben hast oder deine Muskulatur jetzt überanstrengt wurde oder sowas. Aber wenn du das anhast, dann sagst du, ja, kann ich vielleicht noch ein Schwimmbad oder deine Freizeit nutzen. Ich war wirklich positiv überrascht, wo ich das erste Mal anhatte. Ich bin erholter. Ich komme wesentlich erholter abends nach Hause damit. Bei allen körperlichen, schweren, anstrengenden Arbeiten wie schwere Lasten tragen oder permanentes Bücken ist es sehr empfehlenswert. Ich habe weniger Probleme mit dem Rücken, also muss ich schon sagen. Weil das die ganze Zeit, da drückt er dann doch schon irgendwann auf den Rücken, auf die Arme oder so. Man ist nicht so kaputt. Also wenn man jetzt bei 30 Grad die setzt, dann ist man schneller kaputt wie hier mit dem Entlastungsgerät. Gerade in meinem Alter denke ich, das ist ja schon eine lange Zeit, wo wir noch arbeiten gehen. Also ich bin auf jeden Fall nicht mehr so träge, müde abends. Also die Rückenschmerzen haben auf jeden Fall nachgelassen. Man ist einfach fitter. Man kann mal mit seinen Kindern auch noch ein bisschen toben auf dem Spielplatz oder so. Das ist wie wenn man abends eine Stunde joggen geht. Fühlt sich genauso gut an. Landschaftsgartenbau ist ein super spannendes Thema, wie ihr seht, mega abwechslungsreich, Verwenden von großen Tools, aber gleichzeitig auch sehr viel manuelles Doing, wo ich einfach viele Sachen heben muss oder auch in statischen Tätigkeiten lang arbeiten muss. Schön und cool zu sehen, dass unser Bionic Back auch hier mega gut entlasten kann, wie ihr auch an dem Feedback von den Leuten gehört habt. Und wenn es auch für euch ein spannendes Thema ist, dann klickt ihr einfach in der Videobeschreibung auf den Link und dann freuen wir uns auf euch und bis dann. Ciao.